Wir sitzen immer noch im House of New Work. Wir reden weiter über das Buch On the Way to New Work. Das Buch zum Podcast, der Podcast zum Buch. Wir wissen noch nicht genau, wie rum es funktioniert. Wir haben uns in der letzten Folge, im letzten Video über das Kapitel Freiheit unterhalten. Ganz kurz nochmal zum Aufbau des Buches. Wir reden im ersten Teil darüber, wie New Work den Menschen, das Individuum stärkt. Im zweiten Teil reden wir darüber, wie New Work das Team, die Unternehmung, die Organisation stärkt. Und im dritten Teil reden wir dann haben darüber geschrieben, wie New Work die Gesellschaft stärkt. Heute soll es also um den zweiten Teil gehen. Und innerhalb dieses Teils hat Christoph ein Kapitel zum Thema Räume geschrieben. Und Swantje, ich glaube, du hast ein paar Fragen an Christoph. Ja. Beim Thema Räume würden wir sehr gerne einsteigen. Und wenn ich an Räume und Arbeit denke, denke ich automatisch an das Büro. Wenn ich an die Zeit denke, in der wir aktuell leben, denke ich, okay, spielt das Büro überhaupt noch eine Rolle? Und deshalb die große Frage, Christoph, warum ist das so? Beziehungsweise was ist dein Blick darauf und was kann ich aus dem Kapitel mitnehmen? Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Kapitel schreiben durfte, weil ich dafür brenne. Und wir sitzen hier ja in einem unserer Büros im House of New Work, in dem wir auch schon mal eine Veranstaltung gemacht haben, eine Launchparty. Und die ganz kurze Antwort auf die Frage, brauche ich überhaupt noch ein Büro? Ja, look at this. Ja? Definitiv. Warum? Der Raum ist das wichtigste Kommunikationstool, was wir haben. So gucke ich drauf oder so gucken wir drauf. Und wir haben angefangen mit Cloud-Tools, Chat-Tools und dann haben wir Videokonferenzen jetzt gemacht die letzten Jahre und merken, in gewissen Situationen fehlt was. Genau das, was wir jetzt gerade erleben. Wir machen einen Hackathon, hier sitzen 10 Leute dort, wir hier und wir machen was zusammen, weil wir soziale Wesen sind. Und so hat das Büro eine Historie, die genau darauf basiert, nämlich wir kommen zusammen, wir kreieren was, wir erschaffen was. Und wir schützen das Kostbare in der Arbeit. Das ist auch ein Beispiel aus dem Buch, das lohnt sich sehr, ein bisschen reinzugehen. Und das ist die Grundidee vom Büro. Und dann ist die große Frage, und da bin ich bei dir, wie sieht denn jetzt das Büro aus, basierend auf den ganzen Dingen, die wir gelernt haben in der Pandemie und so weiter. Jetzt weißt du ja schon sehr viel über das Thema Büro und ihr macht ganz viel in eurer Firma. Was ist dein persönliches Learning nochmal gewesen bei der Recherche? Was ist so dein persönlicher Aha-Effekt gewesen, den du vielleicht vorher so nicht drauf hattest? Die Antwort auf die Frage tatsächlich, brauchen wir ein Büro, ja oder nein? Also ich habe erkannt, wie wichtig Büro ist. Also ganz deutlich. Also ich war am Anfang so, wir können bei uns alles virtuell machen, ne? Ganz ehrlich. Also wir geben uns so viel Mühe, dass es virtuell gut läuft. Und dann mietet man halt irgendwas und trifft sich mal und fertig. Ich habe beim Recherchieren gemerkt, welcher Teil an Identität eine Rolle spielt. Wie du reinkommst, wie du anfängst, den Raum zu nutzen. Als ihr vorhin reingekommen seid, ich war noch im Meeting an der Bar, war dann so, okay, wir machen kurz weiter, aber ihr seid sofort irgendwie losgetigert, habt geguckt, gemacht, getan. Es ist ja was anderes, als du kommst an und sitzt erstmal und wartest am Empfang. Also es gibt so viele Varianten von Büro und Arbeit macht eben einen so großen Teil aus von unserem Leben, was auch Bergmann gesagt hat, dass man sagen muss, okay, die Bedeutung ist so wichtig, dass ich mir eine Platte machen sollte, wie es aussieht. Das ist mir aber nochmal klar geworden. Ja. Und noch ein zweiter Aha-Moment war, es gibt eine Story von der Agentur, die für Apple die ganzen Spots gemacht hat, für Steve Jobs. Chiat Day. Chiat Day. Mhm. Eine der Cases Anfang der 90er zum Thema, wir machen jetzt alles nur remote und alles papierlos und so weiter. Welches Chaos das ausgelöst hat und welche Wege sich Menschen suchen. Also die haben, der Jones Day heißt der, glaube ich, weiß ich gar nicht, egal, aber der Chef der Agentur auf jeden Fall, der heißt Day oder Chiat, however. Er hat den Leuten die Schreibtische weggenommen. Und die haben irgendwann angefangen, ihre Autos zu nutzen auf den Parkplätzen, um Akten abzulegen. Also so Geschichten. Also was tun Menschen, wenn denn Dinge passieren? Und diese Dynamik, das war für mich einfach echt spannend abzutauchen. Ich habe auch noch was dazu zu ergänzen. Für mich war das Thema Büro der Einstieg ins Thema New Work. Ich weiß noch, wir haben für Think ein neues Büro gesucht. Christoph hat uns beim Thema mit Blackboard, beim Thema technische Voraussetzungen für hybrides Arbeiten, Cloud begleitet. Aber es ging eben auch darum, einen neuen physischen Ort zu entwickeln.
Ich hatte das schon mal gemacht für die Firma und beim ersten Mal zwar Designpreise gewonnen, aber das Gefühl gehabt, überhaupt nicht verstanden zu haben, wie Menschen heute eigentlich zusammenarbeiten wollen, welche Rolle das Büro hat. Und habe das dann in einem sehr umfangreichen Prozess mit einem sehr diversen Team entwickelt. Und der Startpunkt dafür waren Studien, Harvard Business School Studien, was Menschen eigentlich im Büro machen. Menschen stolpern übereinander, begegnen sich zufällig. Menschen treffen sich am Watercooler, treffen sich in der Küche, reden über Dinge, die eigentlich gar nicht geplant waren. Und diese ungeplante Kollaboration, dass das eigentlich der Kern von dem ist, was im Büro passiert und was man eben virtuell nur ganz, ganz schwer nachbilden kann. Du erinnerst dich an das, als ich irgendwann mit diesem Building 20 vom MIT kam, diesem im Zweiten Weltkrieg schnell hochgebauten Gebäude für Raketenforscher. Nach dem Krieg war es ganz schnell leer und die Uni schob alle Überkapazitäten in dieses Gebäude. Keiner hatte Lust drauf, aber die Unileitung sagte, geht da mal hin, reißt die Wände ein, stellt euch ein paar Sofas hin und macht's euch schön. Und dann passierte eben dort in Large Scale genau das, dass die Leute sich zufällig über den Weg liefen und Menschen von völlig unterschiedlichen Disziplinen sich gegenseitig befruchtet haben. Dann wurde da die Bose Corporation gegründet, Computerhacking erfunden und allerlei wildes Zeug. Und es galt für Jahrzehnte als, obwohl es so ein Zufallsprodukt war, als das innovativste Büro der Welt. Und für mich war das der Startpunkt, wo ich sagte, okay, Büro kann man irgendwie machen, schieb die Leute rein und beobachte sie beim Arbeiten, kontrolliere sie beim Arbeiten oder gib ihnen einen Raum, den sie selber füllen, den sie selber interpretieren und wo sie dann zu großartigen gemeinsamen Lösungen kommen. Ich glaube, das ist die Zukunft des Büros, das ist der Ort, an dem wir crazy shit zusammen machen. Christoph, ich habe noch mal eine Frage an dich. Jetzt reden wir darüber, wie toll das Büro ist. Gleichzeitig weiß wahrscheinlich jeder, der diesen Channel abonniert hat, wie technologieaffin ihr als Company seid. Wie gut ihr darauf vorbereitet seid, euch eingegroovt habt, eben auch hybrid zu arbeiten. Was ist aus deiner Sicht die perfekte Kombination? Wenn man jetzt mal einen Kameraschwenk in die Richtung macht, dann hat man mal eine Idee, was hier passiert ist, weil wir haben einfach heute alle in den Raum geschmissen, die da sind. Wir sitzen hier, da wird gearbeitet, hier wird gearbeitet und wir machen zusammen einen Hackathon. Und der wichtigste Punkt, den du gerade ansprichst, ist zu erkennen, und Michael sagt immer, ich bin Gegner von Hybrid und das stimmt ein Stück weit, ich bin Gegner davon, Hybrid leichtfertig als Wort zu benutzen, weil Hybrid sagt, dass wir beides gleich gut können. Und mir reicht es schon, wenn wir nur erkennen, dass digital oder virtuell eine Disziplin ist und hier physisch zusammen die zweite Disziplin ist. Wollen wir die beide miteinander verbinden, wird der Aufwand nicht geringer, sondern er nimmt zu. Bedeutet, ich weiß ganz genau, okay, meine Kultur braucht eine andere Aufmerksamkeit. Die Tools brauchen eine andere Aufmerksamkeit und. Also sollte ich mich dafür entscheiden, wann benutze ich welches Tool. Heute machen wir einen Hackathon. Wir wollen Content bauen vor Ort. Also ist das hier das beste Tool, was es gerade gibt. Und dann ist es auch nicht, das kostet jetzt heute alles so viel, sondern dann ist es heute ein Investment in den Content. Wenn wir sagen, wir stimmen uns ab, wir schreiben parallel Buch und wir müssen uns mal hören, ist dann halt Videokonferenz gut. Das heißt, du sagst also, wir verlassen die One-Fits-All-Welt, die wir in den 80ern hatten, auch noch in den 90ern und 2000ern ganz gerne und gucken, wie können wir eigentlich situativer arbeiten und ja auch im Büro, das kann man hier bei euch schön sehen, und in einem Raum trotzdem unterschiedliche Arbeitssituationen schaffen, was ja früher auch nicht unbedingt der Fall war. Jetzt haben wir viele Menschen die Vorzüge erkannt, nicht morgens um 6 bis 9 am Montagmorgen im Auto zu sitzen, keine Wege mehr zu haben, zwischendurch mal was Privates machen zu können, Sport machen zu können. Also die Vorteile des von zu Hause aus Arbeiten haben einige erkannt. Es gibt, wenn man sich die Studien anguckt, viele Menschen, die nicht zurück ins Büro möchten, die langfristig einfordern von ihrem Arbeitgeber eine Flexibilität, die nicht jeder Arbeitgeber geben möchte und geben kann. Wie siehst du die Zukunft? Wird das ein Unterscheidungsfaktor sein, wie Unternehmen mit den Büros umgehen, mit der Flexibilität umgehen, oder kommen wir ganz schnell wieder back to normal und alle sitzen morgens wieder um 6 im Auto? Da halte ich es mit Swantje, die auch gegen Dogmen ist. Ich glaube, jede Form von Dogma ist ein Problem. Also auf Arbeitgeberseite wie auf Arbeitnehmerseite. Die einen sagen, wir wollen 3 Tage und die anderen sagen, ihr müsst 3 Tage. Also Apple hat ja auch gesagt, ne, nur und so und so. Man sieht jetzt die Konsequenz, also Apple hat ein Riesenproblem mit.
Und auf der anderen Seite das Thema Normalität, die kommt ganz schnell wieder rein. Ich glaube, die Chance, die wir haben, ist, wirklich ernsthaft die Learnings jetzt mitzunehmen, zu sehen, und das sehen wir ja auch, ne? Es gibt gewisse Dinge, die fehlen, wenn wir uns nicht sehen. Wir sind 3 AutorInnen und wir wissen es, wenn es mal clasht und dann sehen wir uns wieder. Ist immer alles gut. Es ist immer alles gut. Aber wenn wir es per WhatsApp auswählen, It's a fucking problem. Wir müssen die Emojis benutzen. Ja, Emojis, ja, gut. Also Emojis sind ein anderes Thema. So, und das bedeutet, es gibt einen Wert. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir immer wieder hingucken. Aber ich merke es selber, wir sind zwar ein Unternehmen, was das ja auch nach außen tut, und trotzdem müssen wir selber immer wieder hingucken. Es braucht einen, der das immer wieder auch gerne reinbringt. Und jeder, der sich berufen fühlt, das in Unternehmen zu tun, das wird in Zukunft einen riesen Mehrwert haben. Wie orchestrierst du das? Weil es beginnt ja bei einer Frage, baust du ein neues Gebäude, ziehst du irgendwo ein, investierst du, wie baust du es auf? Welche Technologie setzt du ein? Und warum? Wie benutzt du die? Emojis, ja, nein, da sind so viele Aspekte. Also ich liebe das Thema, ich rede nicht zu viel, aber so. was ich immer spannend daran finde, ist so dieses Spannungsfeld aus einerseits den festen Richtlinien, die ich heute Morgen viel darüber diskutiert, weil Leute sagen, wir haben einen starken Betriebsrat, wir haben dies, wir haben jenes, wir müssen es den Leuten geben, Arbeitssicherheit und so weiter. Und andererseits aber auch genug Raum für Selbstorganisation zu lassen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ein Angestellter, eine Angestellte genauso wie Freiberufler und alle anderen Menschen auf dem Planeten schon auch eine gute Entscheidung trifft, wenn man ihn oder sie lässt. Und dass diese Selbstorganisation ja gerade das sehr komplexe Problem, das dahinter steht, viel schneller lösen würde, als würde man versuchen, das wieder vom Reißbrett runter zu planen. Und das Spannungsfeld, das ist, glaube ich, das Spannendste, was wir jetzt so in den nächsten paar Jahren sehen. Wie lösen Unternehmen das? Dogmenfrei, aber auch mit genug Richtlinien. Weil ein Argument war zum Beispiel auch, wenn wir keine Richtlinien geben, dann ist es wieder von den Führungskräften abhängig. Und dann haben wir Oldschool-Führungskräfte und die sagen dann alle zurück ins Büro. Und deshalb müssen wir schon gucken, dass wir es gleichmaßig hinkriegen. Aber das ist für mich das Spannendste. Ein geiles Thema. Führen auf Distanz. Das teasert jetzt das nächste Kapitel, was wir uns angucken könnten vielleicht mal. So. Gute Idee. Nur so eine Idee. Also ich weiß, ich schieße jetzt gerade quer, aber Führung ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von New Work und Führung auf Distanz ist ein großes Thema. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, abonnieren, dranbleiben, denn hier kommt noch ein Video zum Buch.